hier ist Jessica. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mir wurden in letzter Zeit sehr viele Fragen zu Aquarell gestellt. Nicht nur von einer Person, sondern von mehreren Personen. Gerade weil ich auch ein absoluter Anfänger bin und mich noch durchprobiere. Und die Frage war, welche Aquarellpinsel würde ich für den Anfang empfehlen? Welche Pinsel gibt es überhaupt und mit welchem Papier habe ich gute Erfahrungen gemacht und welche Farben benutze ich? Und wir fangen einfach mal mit den unterschiedlichen Arten von Pinseln an. Es gibt so viele, ihr glaubt gar nicht wie viele, aber im Allgemeinen sind sich die unterschiedlichen Arten sehr ähnlich und ich gehe hier eigentlich auf die grundlegenden Arten ein. Also zuallererst gibt es zum Beispiel Schwertpinsel. Diese Pinsel haben eine abgeschrägte Spitze, können ein bisschen härter sein oder wie der hier ein bisschen weicher. Sie sind dazu da, um geschwungene Linien zu machen, gerade für Blätter oder Blumen zum Beispiel. Sehr praktisch und mit etwas Übung auch sehr gut. Dann gibt es Flachpinsel. Die Flachpinsel sind dazu da, um mehr Struktur reinzubringen, wenn man etwas sehr Geradliniges malt. Man kann damit, also mit der Seite des Pinsels, sehr gut Detaillinien reinbringen oder mit der flachen Seite eben ein geradliniges Muster. Dann gibt es die Flachzungenpinsel, die sehr groß sind und auch sehr gut für große Flächen und besonders für große Hintergründe geeignet sind. Ob man jetzt nur mit Wasser anfeuchten möchte oder ob man den Hintergrund eben komplett ausmalen möchte. Dafür sind diese Flachzungenpinsel sehr praktisch, weil sie auch viel Farbe und viel Wasser halten können. Dann gibt es Strukturpinsel. Und zwar gibt es unterschiedliche Arten von Pinseln. Hier sieht man, dass diese Pinsel sehr feines Haar an der Spitze haben, wodurch man eben so Strukturen wie das Innere einer Blüte oder Gras zum Beispiel sehr gut hinkriegen kann. Hier hat man etwas dickere Borsten am Ende. Auch damit kann man gut Struktur in sein Bild bringen. Dann gibt es die Fächerpinsel. Auch mit diesen kann man Gras und Struktur ins Innere eines Bildes bringen, einer Blume oder eben, wenn man ein Landschaftsbild hat. Allerdings, meiner Erfahrung nach, sind diese Borsten sehr viel leichter zu kontrollieren als die, weil die sich eben sehr schnell zu diesen Spitzen hier verkleben und dadurch sind die Linien nicht so sanft wie hier, sondern ein bisschen gröber wie hier oben. Dann der bekannteste Pinsel von allen, der Rundpinsel. Den Rundpinsel gibt es in verschiedenen Formen und Ausführungen, sowohl in verschiedenen Größen natürlich auch. Und hier muss man wirklich durchprobieren, welcher Pinsel für einen das Beste ist. Ich habe mich da auch sehr durchprobiert. Ich habe hier einen Rotmarderhaarpinsel ausprobiert. Ich habe einen synthetischen Pinsel von Da Vinci ausprobiert. Ich habe hier von Escoda synthetische Pinsel ausprobiert. Und ich muss sagen, dass es 3 Dinge gab, die mir wichtig waren. Und zwar durfte mein Pinsel nicht so wie hier ein rundes, ausgefranstes Ende haben. Irgendwie hat mir das nicht zugesagt. Viele können damit gut malen. Für mich war das nichts, weil ich am Ende des Pinsels doch eine Spitze brauchte, um im Detail zu malen. Dann durfte mein Pinsel nicht so flach hier in dem Bauchbereich sein, sondern sollte ein bisschen bauchiger sein. So wie ich das hier habe. Und die Spitze sollte wirklich spitz zulaufen, sodass ich damit sehr gute Details hinkriegen kann. Die Spitze war mir hier bei dem Da Vinci Pinsel etwas zu kurz und bei dem Escoda Pinsel war sie für mich perfekt. Der Unterschied zwischen synthetischen und Echthaarpinseln ist der, dass die Echthaarpinsel sehr viel mehr Pigment und Wasser halten können als die synthetischen Pinsel. Nichtsdestotrotz habe ich auch von vielen Künstlern schon gehört, dass in dem
Malen an sich kein sehr großer Unterschied mittlerweile ist, weil die Synthetikpinsel so gut hergestellt sind, dass auch die im Malen sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen und es fast keinen Unterschied zu den Echthaarpinseln gibt. Hier werden mir wahrscheinlich einige widersprechen. Ich kann nur aus Gehörtem, Erzähltem und Erfragten antworten, weil ich eben noch nicht so erfahren bin. Und zum Schluss gibt es Detailpinsel oder sogenannte Schlepper. Auch die gibt es mit sehr viel längeren Borsten, einfach um Details zu malen oder sogar im Handlettering-Bereich zu arbeiten. Ich muss sagen, dass für mich von allen Pinseln, die ich bisher ausprobiert habe, die Escoda-Pinsel am besten abgeschnitten haben. Ich habe hier die Escoda Prado Serie in Größen 8, 10 und 12 und die Pinselgröße hat mir sehr, sehr zugesagt. Ich kann hier sehr detailliert arbeiten und brauche wirklich nicht so viele verschiedene Pinsel, weil auch hier die Spitze perfekt ist, um Details zu bearbeiten und der Bauch bei dieser Größe zum Beispiel perfekt ist für etwas größere Blätter oder Blumen. Also mit diesem Dreier-Set für ca. 26 € bei Amazon bin ich richtig gut gefahren bisher. Kommen wir zum Papier. Papier war für mich wirklich der große Knackpunkt, weil ich so viele verschiedene Reviews gesehen habe und mir das Geld am Anfang einfach zu schade war und ich dachte, ich komme auch mit günstigerem Papier hin. Allerdings habe ich nach einer Zeit schnell gemerkt, dass man am falschen Ende spart und je mehr verschiedene günstigere Blöcke ich kaufe, desto mehr Geld habe ich eigentlich verschwendet, weil ich für gutes Papier einmalig hätte etwas ausgeben müssen. Ich habe zuallererst, glaube ich, mit diesem Canson Aquarellpapier angefangen. Das ist sehr, sehr günstiges Papier. Ich habe das zuallererst gekauft, als ich angefangen habe mit Aquarell und Basteln und muss sagen, dass es okay war. Ich bin damit relativ gut klargekommen. Allerdings, hier habe ich meinen Farbtest drin gemacht, wie man sieht, hat man immer diesen Effekt hier. Bei jedem Bild, das ich gemalt hatte, egal wie viel Wasser und Farbe ich verwendet hatte, hatte ich immer diesen Blumenkohl-Effekt. Und das hat mich super gestört. Ich habe mir noch einen Block von Daler-Rowney gekauft. Den habe ich letztens erst aufgebraucht. Deswegen habe ich ihn nicht hier im Video. Und bei diesem Block hatte ich das gleiche Problem. Ich werde gleich ein Bild einblenden. Da habe ich das Daler-Rowney Papier probiert. Und ich habe dort das gleiche Projekt gemalt. Rechts seht ihr das Bild von dem Daler-Rowney Papier und links seht ihr das Bild von dem etwas hochwertigeren Papier. Oder eher gesagt, von dem hochwertigeren Papier. Und das Daler-Rowney Papier hat mir bei dem gleichen Bild mit der gleichen Farbe, mit dem gleichen Wasser-zu-Farb-Verhältnis eben auch wieder diesen Blumenkohl-Effekt beschwert. Wobei das andere Papier mit der gleichen Farbe, mit dem gleichen Pinsel, mit dem gleichen Farbmischungsverhältnis ein sehr, sehr viel glatteres Bild gegeben hat. Als nächstes habe ich hier dieses XL Canson Aquarellpapier ausprobiert und muss sagen, es war okay. Ich mache hier im Moment meine Farbswatches drin. Ich habe hier auch oft geübt und ich muss sagen, das Papier war definitiv besser als das von Daler-Rowney und das Canson Papier, was ich gerade vorgeführt habe. Hier konnte ich sehr viel bessere Ergebnisse erzielen und muss sagen, für den Anfang ist es ein günstigerer Block, den ich wirklich wärmstens empfehlen kann. Gerade wenn man am Üben ist oder einfach nur ausprobieren möchte, bevor man eben sein Projekt auf etwas hochwertigeres Papier überträgt, kann ich dieses Papier nur wärmstens empfehlen. Es ist günstig, man hat 30 Blätter, also eine gute Anzahl für einen Block und ich bevorzuge diesen Ringbuch wirklich, weil ich ungern meine Projekte rausreiße, sondern gerne noch darauf zurückschaue und die in diesem Ringbuch behalten möchte.
Das nächste, was ich euch vorstellen möchte, ist dieser Hahnemühle Selection Block. Und zwar habt ihr hier eine Auswahl an verschiedenen Aquarellpapieren drin. Hier sind die Auswahlen, es sind 12 verschiedene Sorten. Hier ist die Auswahl aufgelistet mit einer Beschreibung, was es für ein Papier ist, in welchem Format man es bekommt und natürlich die Referenznummer, wenn man es bestellen möchte. Also wenn ihr euch durchprobieren möchtet und ein Hahnemühle-Fan seid, dann könnt ihr hiermit nichts falsch machen. Hinter jedem Papier ist auch die Nummer zu sehen, sodass ihr hier direkt wisst, mit welchem Papier ihr arbeitet. Das ganze Probieren macht allerdings nur einen Sinn, wenn ihr ein und dasselbe Projekt auf jedem dieser Papiere überträgt und dann schaut, welches Papier für euch am besten gearbeitet hat. Das ist meine Empfehlung für euch. Ich habe hier schon ein paar Papiere probiert und muss sagen, sie sind gut, nicht schlecht und perfekt, um wirklich verschiedene Papierstrukturen und Papiersorten auszutesten. Also diesen Selection Block, das ist der einzige, den ich hier in Deutschland finden konnte, der wirklich eine Auswahl von Aquarellpapieren in einem Block hat. Dann ist das meist empfohlenste Papier für Aquarell, gerade für Anfänger, die noch nicht so weit sind, aber trotzdem mit mehr Qualität arbeiten wollen. Das Arches Aquarellpapier. Ich habe hier die kaltgepresste Version und ich muss sagen, es lohnt sich. Ich habe schon ein paar Projekte hier gemalt und ich bin wirklich positiv überrascht und begeistert. Ich hätte nicht gedacht, dass Aquarellpapier so große Unterschiede machen können. Ich habe hier einen glatten Farbauftrag. Ich hatte keine Probleme, dass sich irgendwo zu viel Farbe oder Wasser gesammelt hat und ich diesen Blumenkohleffekt hatte. Ich hatte kein Problem damit, dass die Fläche ein bisschen länger feucht bleibt. Also wirklich top. Ich konnte super scharfe Linien malen, weil hier auch die Struktur des Papiers nicht zu grob, aber auch nicht zu fein ist. Also wenn ihr es etwas ernster meint und ein bisschen besseres Papier haben möchtet, lege ich euch dieses Papier wirklich wärmstens ans Herz. Papier und Pinsel und Farbe machen einen Unterschied. Auch wenn ihr ein Anfängerkünstler seid, ihr werdet sehr viel weniger Kopfschmerzen haben, wenn ihr von vornherein ein bisschen mehr investiert. Und dieses ganze Rumprobieren ist auch Geld, das ihr in den Sand setzt. Für einfache Übungen, Technik, Test, was auch immer, kann ich wärmstens dieses Aquarellpapier hier empfehlen. Wenn ihr euch von vorne bis hinten durchprobieren möchtet, dann kann ich nur diese Selektion von Hahnemühle empfehlen. Hier wird definitiv etwas für euch dabei sein. Aquarellfarben. Ich habe mich damals auch sehr intensiv mit Aquarellfarben beschäftigt und habe ein Set gesucht, das viele Farben für mich hat, damit ich nicht so viel mischen brauche und das auch relativ preiswert in Anführungsstrichen ist. Nicht zu günstig, nicht zu teuer, eine gute Farbauswahl und ja, einfach ein gutes Verhältnis für mich. Und da bin ich eben auf diese Mission Gold Aquarellpalette gestoßen. Die habe ich bei Amazon gekauft. Die Palette ist oft für ca. 60 € im Angebot. Tut sie euch auf die Wunschliste, habt ein Auge drauf. Alle paar Monate kommt die mal im Angebot. Man hat hier 26 Tuben mit je 7 ml drin. Und diese Tuben kann man eben hier in diese Flächenausbuchtungen geben, trocknen lassen und so kann man eben immer wieder die Farbe von neu anfeuchten, benutzen und sie trocknet dann eben wieder und ist für das nächste Mal hier in der Palette drin. Ich habe eine externe Palette, die ich zum Mischen benutze
und mische nicht gerne hier drinne, weil das hier ein bisschen schwerer zum Saubermachen ist. Deswegen benutze ich immer gerne so eine externe Palette. Aber ihr könnt auch diese Fläche hier wählen, um eure Farben anzumischen. Und wenn ich etwas mehr Farbe brauche, dann nehme ich direkt aus dieser Tube in meine externe Farbpalette, also tue ich etwas aus der Tube hier in die Farbpalette direkt rein und mische mir das mit Wasser an, gerade wenn ich viel intensivere Farben brauche und wenn ich etwas mehr brauche. Dann mische ich das direkt aus der Tube an. Das macht im Prinzip keinen Unterschied. Und mir war es damals wichtig, dass ich eine große Farbauswahl habe, weil manche Farben kann man einfach nicht mischen und ich nicht immer für jede Farbe, die ich eventuell für ein Projekt brauche, in den Laden laufen möchte. Wenn ihr für den Anfang einzelne Farbtuben kaufen wollt, kann ich euch sehr die Schminke-Farbtuben ans Herz legen, gerade in den Grundfarben Gelb, Rot, Blau und vielleicht noch ein Schwarz mit dazu und ein Pink, weil wie gesagt, Pink kann man nicht mischen, aber aus den Primärfarben könnt ihr eigentlich so viele Farben zusammenmischen, dass ihr fürs Erste ausgesorgt haben solltet. Ein Weiß benutze ich relativ selten, eigentlich nur, wenn ich Pastelltöne anmische, weil wenn ihr eine Farbe runter verdünnen möchtet, benutzt ihr kein Weiß dafür, sondern nimmt einfach mehr Wasser dazu. Nur wenn die Farben pastelliger sein sollen, für Ostern zum Beispiel, benutze ich das Weiß, um den Farbton ein bisschen zu dämpfen. So, alle Links könnt ihr wie immer unten in der Infobox finden, wenn euch interessiert, wie so ungefähr die Preispunkte sind, beziehungsweise wie die Produkte richtig heißen und die Artikelnummer. Das sind so die Sachen, die ich benutze, die ich euch empfehlen kann, die mir in meiner Anfängerkarriere bisher geholfen haben. Und ich hoffe, sie helfen euch auch. Dann vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!